Energiekrise in Europa. Droht uns nach dem heißen Herbst allen ein kalter Winter? Ja, die Preise spielen verrückt. Wie schaut es da aus und gibt es Grund zur Hoffnung? Ja, kurzfristig sieht es mal nicht gut aus. Wenn man sich die Preisentwicklung ansieht, die zwei Linien, einmal der Strompreis für Deutschland, größter Strommarkt in Europa, einmal der Erdgaspreis für Westeuropa, da geht es steilst nach oben. Wir sind die letzten Tage etwas retour gekommen, weil Hoffnung besteht auf EU-Gegenmaßnahmen. Aber nur Beispiel, Erdgas letzte Woche 30 Mal so hoch in Westeuropa der Preis wie in den Jahren vor dem Überfall auf die Ukraine. Also da sieht es dramatisch aus, es kostet Kaufkraft, es führt entsprechend zu Konsumrückgang, zur Rezession, gibt es ein eigenes Video dazu. Aber man sollte nicht vergessen, hinter den Kulissen wirkt der hohe Gaspreis durchaus auch so, wie er soll. Beispiel, deutsche Industrie verbraucht aktuell 20% weniger Erdgas als zur gleichen Zeit letztes Jahr, weil es eben teuer wurde und damit sich Ersatz durch andere Quellen lohnt. Und auch auf der Importseite, also auf der Zulieferung von Erdgas, machen wir kräftig Fortschritte. Gleich die nächste Grafik. Wo bezieht Deutschland, größter Gasverbraucher in Europa, größter auch Importeur von russischem Erdgas bis vor kurzem, sein Gas aktuell, wir werden es wissen, vor Kriegsausbruch kam ungefähr die Hälfte des deutschen Erdgases aus Russland. Das ging dramatisch nach unten über die letzten Monate. Im August waren es nur noch 9% des deutschen Erdgases, das aus Russland kam, der Rest aus den anderen Ländern wie auf der Tabelle, Niederlande, Norwegen etc. Also man macht hier gewaltige Fortschritte, was den Ersatz der russischen Erdgaslieferungen geht. Um den Preis hoher Erdgaspreise, zwangsläufig, aber es hat zumindest auch einen Effekt hinter den Kulissen. Sollte jetzt die Antwort darauf kommen, na klar kommt nicht mehr viel russisches Erdgas an, weil die ja schon abgedreht haben, dann lässt sich festhalten, ja, es kommt zwar vor wenigen Wochen noch 20% durch Nord Stream 1, inzwischen gar nichts mehr russisches Erdgas, aber es kommt genug Gas aus anderen Quellen, dass sich die Lager sogar schneller füllen als ursprünglich geplant. Ziel der EU-Kommission war, dass die europäischen Erdgaslager im EU-Schnitt bis Anfang November bei gut 80% sind. Da waren wir schon Anfang September, 2 Monate vor Zeitplan. Also die hohen Gaspreise tun weh, aber im Hintergrund funktioniert es zunehmend, dass sich Europa nach alternativen Quellen umsieht. Es gibt weltweit mehr als genug Erdgas. Problem war immer die Lieferkapazität, die Importkapazität. Mit jedem Quartal wird hier dieser Ersatz russischen Erdgases leichter. Mit jedem Flüssiggasterminal, der online geht, wird es zunehmend besser möglich, auch zu normaleren Gaspreisen dieses russische Erdgas zu ersetzen. Also die Zeit arbeitet hier im Endeffekt für Europa. Wir müssen halt jetzt über diese Phase noch drüber kommen. Und was bedeutet das jetzt für die Inflation? Ja, ähnlich quasi spiegelbildlich zur Preisentwicklung von Gas und Strom. Das heißt, wir haben jetzt diese extrem hohen Niveaus und man sieht ja auch in der Grafik, durchschnittliche Inflationsrate für die Eurozone, das ist die gelbe Linie, da sind wir jetzt schon bei 9%, da waren wir zuletzt in den 70ern, also jenseitig. Und da können wir auch leicht noch auf 10% draufgehen, wenn jetzt diese hohen Gas-Strompreise erst langsam mit Verzögerung in den Rechnungen der Haushalte ankommen. Also kurzfristig keine Entwarnung natürlich, aber sollten nächstes Jahr die Preise nicht nochmal zusätzlich ansteigen, fällt natürlich der Inflationsschub weg. Inflationsrate misst immer nur Preisveränderung zu vor einem Jahr. Und wenn wir einigermaßen recht behalten mit der Entwicklung auf der Gasseite, müssten eigentlich Gas- und Strompreise nächstes Jahr deutlich zurückkommen. Das heißt, hier wird es einen deutlichen Rückgang bei der Inflationsrate geben auf normalere Niveaus. Aber bevor jetzt wer dazu sehr frohlockt, da gibt es natürlich im Hintergrund Preisweitergabe, auch andere Dinge werden jetzt teurer, wenn die Energiekosten steigen, auch die Lohnforderungen werden höher ausfallen, was für die Firmen wieder heißt höhere Kosten. Kurz gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Inflationsrate dauerhaft zurückkehrt auf das Niveau von vor der Corona-Krise. Das heißt, auch selbst wenn jetzt in der Eurozone die Zinsen ansteigen, aus unserer Sicht ist es unwahrscheinlich, dass das Zinsniveau über die Inflationsrate hinausgehen wird, was aber auch heißt, dass auf Sparbüchern, geschweige denn Bargeld, wahrscheinlich auch mittelfristig die Inflationsrate mehr wegfressen wird an Kaufkraft, als die Zinsen bringen. Entsprechend aus unserer Sicht sehr wichtig, mit Beraterinnen und Berater einen Termin auszumachen, sich zu informieren, wie kann man mit höherwertigen Veranlagungsformen sehr wohl die Inflationsrate schlagen. Möglichkeiten gibt es genug. Ich denke, so ein Gespräch ist gut investierte Zeit. In diesem Sinne einen hoffentlich angenehmen und nicht nur heißen Herbst. Apropos heißer Herbst, die heißesten aktuellen Nachrichten bekommt ihr, wenn ihr unten auf den Abo-Button klickt, auf die Glocke drückt und entsprechend unser nächstes Update nicht versäumt. In diesem Sinne alles Gute. Das ist gut. Was? Ja, die heißesten Nachrichten. Na, es hat Grenzen. Okay.